Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know, maxed out, put the pedal to the floor, ey, on a roll, here we go. Ja, und hier kann man ganz gut die Ladekurve erkennen. Also es beginnt natürlich, wenn der Akku relativ leer ist. Das waren, glaube ich, als ich hier ankam, 15–16% mit sehr vielen Kilowatt. Heute mal ein Probefahrt, ja genau, kein Fahrbericht, kein Video über ein Bike, sondern eine ganz klassische Probefahrt, und zwar mit einem vierrädrigen Gefährt, wie ihr aus dem Titel schon gesehen habt, genau, mit einem Tesla. Große Frage, wie einfach ist das eigentlich, mit so einem Elektroauto zu fahren? Laden, Einstellungen, steigt man einfach ein, dreht einen Schlüssel um und los geht's? Oder muss man da schon ein bisschen mehr zu wissen? Das will ich jetzt mal rausprobieren. Rausprobieren, auch nicht schlecht. Das teste ich jetzt mal für euch und vor allen Dingen für mich. Ich freue mich schon riesig. Jetzt geht's gleich los. Ich hole ein Model 3 Long Range ab. Absoluter Elektromobilitätsanfänger oder Tesla-Anfänger. Ich bin hier einfach in Schöneberg an den Ladepunkt. Hier sind ganz viele Ladesäulen, wenn ihr das seht, rangefahren. Habe einfach hier mit dem Stecker, da ist oben ein kleines Knöpfchen, so ein Sensor drauf. Einmal raufgedrückt, dann geht die Ladeklappe auf. Reinstecken, 20 Sekunden, nicht mal 5 Sekunden würde ich sagen, warten. Dann paart er sich mit dem Auto und schon ist der Ladevorgang gestartet, und das echt richtig schnell. Ich gucke gleich mal, wie viel er hat, aber das geht wirklich schnell, 30 Minuten, und das Ding hat gut wieder 300 bis 350 Kilometer und eine schöne Ecke hier und ganz viele. Vorhin standen hier noch viel mehr Tesla, stehen hier. Kann man auch schon gleich ins Gespräch. Also das scheint so eine richtig nette, sympathische und hilfsbereiche Community zu sein. Und das ist ja auch wirklich einzigartig, was Tesla angeht, dieses Supercharger-Netzwerk, wo man bis zu 300 Kilowatt laden kann. Ich hatte hier am Anfang, klar am Anfang, wenn der Akku leer ist, geht es immer schneller. Je voller der Akku wird, desto langsamer wird die Ladeleistung oder desto geringer ist die Ladeleistung. Ich hatte hier am Anfang über 200 Kilowatt. Das ist natürlich echt super. So, ich lade immer noch hier im Berliner Süden, in Berlin-Schöneberg, an einem Tesla Supercharger und habe es mir jetzt etwas gemütlich gemacht. Das Irre ist tatsächlich, aus den Lüftungsschlitzen kommt es hier jetzt in dem Bereich warm raus. Das ist wirklich irre durchdacht. Das kann ich jetzt durch Drücken auf den Bildschirm beenden und kann jetzt hier mal gucken, wie sieht es aus mit unserer Ladung. Da gehen wir hier, glaube ich, auf Aufladen. 34%. Er lädt jetzt mit 151 Kilowatt immer noch. Das heißt, bis 90% brauche ich genau 40 Minuten. Und dann ist das bei 90%. 35% hat er jetzt schon gemacht in der kurzen Zeit. Und ich könnte damit jetzt 200 Kilometer weit kommen. Tja, das ist das Long Range Modell, die Long Range Variante. Einstiegspreis ist bei 51.990 Euro. Nach WLTP soll der 614 Kilometer Reichweite haben, aber das ist natürlich mehr oder weniger ein theoretischer Wert. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 233 Stundenkilometer und von 0 auf 100 hat die Long Range Variante 4,4 Sekunden. Das ist schon echt recht flott. Der Performance liegt bei 3,3
Sekunden. Und hier haben wir einen Dualmotor drin, das heißt Allradantrieb und den Enhanced Autopiloten für 3.800 €. Den kann man sich entweder direkt mitbestellen oder eben im In-App-Kauf dazu bestellen. Damit kann man dann mit Autopilot navigieren, Spurwechselassistent ist dabei, Autoparken, Herbeirufen und smartes Herbeirufen, also so aus Parklücken, dann kommt er für euch extra raus. Der große Autopilot, volles Potenzial, kostet dann 7.500 €. Der hat nochmal die Ampel- und Stoppschilderkennung und in naher Zukunft so einen City-Lenkassistenten. Aber für Deutschland ist das, glaube ich, momentan noch echt Quatsch. Ja, der Kofferraum, schauen wir uns den mal an. 649 Liter hat er, also recht groß für so ein Auto. Und hier unten nochmal eine Möglichkeit, was reinzustecken. Also das reicht auf jeden Fall aus. So, und dann gibt es vorne nochmal eine Art Kofferraum, den sogenannten Trunk. Und den könnt ihr dann hier öffnen. Auch den Kofferraum öffnen, vorne öffnen, einmal aufdrücken, schön animiert. Und dann gucken wir mal, was es da noch so alles Schönes gibt. Sördele. Ja, also auch hier nochmal eine Möglichkeit für den Einkauf oder für Ladekabel hat man hier nochmal eine gute Möglichkeit, entsprechend Gepäck und Gepäck in dem Stauraum mitzunehmen. Jetzt habe ich mich mal hinten hingesetzt und auch hier die Beinfreiheit ist absolut gegeben. Ich habe sehr lange Beine, bin 1,89 groß und was klasse ist, ihr habt keinen Mitteltunnel. Das heißt, hier kann man die Beine auch noch mal ausstrecken. Also wirklich richtig viel Platz. Also schon ein schickes Teil. Mir gefällt es absolut. Und hier wird noch fein und brav geladen. Nicht mehr lange, dann ist er voll und dann geht's weiter. So, also das Laden war wirklich unheimlich, wie soll ich sagen, einfach. Das ist ja die große Frage. Brauche ich für ein Elektroauto erstmal große Kenntnisse und wie funktioniert das alles? Grundsätzlich für den längeren Betrieb würde ich sagen, schon muss man sich so ein bisschen in die Materie einlesen. Aber jetzt zum einfachen Starten für eine Probefahrt, geht es eigentlich wirklich simpel. Rein ins Auto einsteigen. Hier bei Tesla ist der Schlüssel so eine Schlüsselkarte. Schaut mal hier. Damit wird der Wagen gestartet, beziehungsweise damit habt ihr den Zugriff. Das Ganze geht aber auch übers Handy. Ihr könnt euer Android- oder iOS-Handy mit dem Tesla koppeln. Und da gibt es ganz viele, das ist halt ein Computer auf Rädern. Ganz viele Möglichkeiten. Also beispielsweise, wenn ihr euer Handy in der Hosentasche habt, ihr entfernt euch vom Tesla Model 3. Das Model 3 schließt alles automatisch ab und so weiter und so weiter. Aber das werde ich euch alles nochmal, wenn ihr Interesse daran habt, und das schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr in so einer kleinen Unterrubrik Spaß hättet, so ein bisschen Elektromobilität auf Bike for Fun. Das würde mich sehr interessieren. Aber wie gesagt, das werde ich, wenn ich mein Model 3 bekomme, und das wird ein Performance werden, den werde ich bestellen. So viel weiß ich nach der ersten Probefahrt. Dann mache ich da gerne auch mal etwas ausführlichere Videos. Klar, wenn man sich mit der Materie ein bisschen mehr beschäftigen will, dann muss man YouTube-Videos gucken oder eben sich einlesen. Aber fangen wir doch mal an. Gestern habe ich vollgetankt am Supercharger. Sehr bequem, sehr schnell mit mehr als 200 Kilowatt. Und jetzt fahre ich mit dem mal und gucke jetzt mal einfach im innerstädtischen Bereich. Und ihr seht hier auf dem Display, das ist alles hervorragend dargestellt. Hier in der Mitte ist euer Auto und ihr seht hier immer diese gelben oder roten Bereiche. Das ist, wenn ihr zu nah dran seid, und fürs Parken. Dieses Modell hat den großen Autopiloten für rund 7.500 €, glaube ich. Und der zeigt zum Beispiel euch an, Ampel rot, Ampel grün, unten Ton, Achtung, so geht es manchmal, man sieht es nicht irgendwie, du kannst losfahren. Wenn ihr den Autopiloten angeschaltet habt, hält er an der Ampel. Ein bisschen zu weit von der Haltelinie, aber das sind wahrscheinlich Sicherheitsbestimmungen. Und er fährt, wenn ihr das Gas leicht antappt, auch wieder los und hält dann den eingestellten Abstand zu anderen. So, wie ist jetzt hier der erste Eindruck beim Fahren im innerstädtischen Bereich? Viele haben gesagt, das Ding ist laut auf der Autobahn, das gucken wir nachher.
Hier muss ich sagen, hat das Oberklasse-Niveau. Super, ihr hört es ja selber am Ton. Motor, klar, hört man nichts, aber auch Abrollgeräusch. Hier klappert nichts, das ist einwandfrei. Klappert nichts ist das Stichwort Qualität. Qualität bei Tesla, da gibt es Checklisten für Fahrzeugabholer. Worauf muss man achten? Spaltmaße, da sind teilweise Gummireste mit dran an den Autos. Oder manch ein Abholer hat erlebt, dass hier hinten an der B-Säule zum Beispiel Schmutzfinger sind. Also ein ganz schön schlechtes Bild, was so in Foren und auf YouTube gezeichnet wird, was die Qualität angeht. Das hat sich aber massiv verändert, seit die Model 3 Modelle und auch Model Y nicht mehr aus Amerika kommen für den europäischen Markt, für Deutschland in dem Fall, sondern aus dem Werk in China. Und da ist die Qualität deutlich besser. Man wird sehen, wenn Grünheide jetzt in den nächsten Tagen, die Produktion hat ja schon begonnen, aber die ersten Autos, sage ich mal, wirklich hot produziert für den Markt, ob sich das dann auch noch mal steigert. Aber die Qualität der China-Modelle ist wirklich deutlich besser geworden. Und da hat Tesla jetzt natürlich ja eine Menge zu knaspern dran, diesen Ruf wieder loszuwerden. Ich muss sagen, ich zeige euch das nachher im Detail ein bisschen hier im Innenraum. Die Qualität ist eines deutschen Premium-Autobauers absolut gleich. Da gibt es keine Unterschiede. So, wir fahren jetzt zu einem Supercharger. Wir haben noch 67%, wenn ihr hier schaut. Ich kann hier einmal raufdrücken auf die Prozentzahl. Das würde dann 384 Kilometer Reichweite geben. Morgen muss ich den Wagen mit 80% wieder abgeben. Das bedeutet, wir fahren jetzt zum Supercharger. Und auch das ist so ein Vorteil von Tesla, dieses Supercharger-Netzwerk. Also ich muss sagen, ich fühle mich hier wie in einer Sänfte. Das Tolle ist auch die Ausstattung. Model 3, egal ob Long Range, Standard oder Performance, beziehungsweise Long Range und Performance haben die gleiche Ausstattung und da ist fast alles drin. Ihr habt eine Lenkradheizung, ihr habt Sitzheizung vorne und hinten. Ihr habt natürlich elektrisch verstellbares Lenkrad, elektrische Sitze, also alles, was man wirklich aus der absoluten Oberklasse findet. Man kann auch nicht viel konfigurieren, wenn man das Modell bestellt. Da gibt es die Farbe, 4 oder 5 Farben, warte mal, weiß, schwarz, grau, blau und rot. 5 Farben. Beim Long Range könnt ihr jetzt zum Beispiel noch bestellen 2 verschiedene Felgenversionen und ihr könnt den Enhanced Autopilot, das ist der kleine Autopilot, oder den großen bestellen. Das war's. Es ist alles hier drin. Vollausstattung. So, ganz toll finde ich auch hier die Möglichkeit, euer Handy drahtlos mit dem QI-Standard laden zu können. Da gibt es hier unten 2 Möglichkeiten, einmal auf der linken Seite, einmal auf der rechten Seite und beide sind parallel zu bedienen. Hier unten habt ihr auch noch die Möglichkeit, hier sind 2 USB-C-Anschlüsse drin, auch noch zu laden. Da gibt es momentan so ein bisschen Trouble in der Community, in der Tesla-Community, weil die jetzt im Dezember 2021 ausgelieferten Fahrzeuge hatten teilweise kein USB-Port und kein drahtloses Laden. Das lag daran, dass die weltweite Chip-Krise dazu schlägt. Und so hat Tesla die Modelle ohne ausgeliefert und die werden dann nachgeliefert und eingebaut. Da gibt es so eine Art Ranger-Dienst, das heißt, Tesla kommt zu euch und baut euch dann das Ganze ein. Der zweite Punkt ist, warum es ein bisschen Stress gibt mit der Community, ist, dass die USB-C-Anschlüsse hier in diesem Handschuhfach, oder nicht Handschuhfach, in diesem Aufbewahrungsteilchen da in der Mittelkonsole, die haben keine Datenfähigkeit mehr. Die hatten vorher eine Datenfähigkeit, jetzt ist es nur noch ein Ladeanschluss. Mal sehen, was Tesla da macht. So, ihr habt hier im Navigationssystem natürlich die Möglichkeit, auch andere Kartendarstellungen zu machen, also zum Beispiel per Satellit. Und das Ganze läuft über eine LTE-SIM, die in das System eingebaut ist. Das war mal viele oder lange Zeit bei Tesla kostenlos.
Jetzt kostet das Ganze, ich glaube, um die 10 Euro im Monat. Aber ihr habt halt die Möglichkeit, Spotify, Netflix, YouTube, Verkehrsdienste und so weiter dann eben in Echtzeit auf euer Display zu bringen. Dann schauen wir uns jetzt mal diesen Autopiloten an. Zweimal hier runterdrücken und er ist eingestellt. Hände weg vom Lenkrad. Soll man nicht machen. Stellen wir hier an diesem Drehrad mal die 120 ein, die erlaubt sind. So, und er lenkt und hält die 120. Man soll immer Lenkrad leicht drehen, das ist eine gesetzliche Geschichte. Alle paar Sekunden kommt dieser Aufruf, ich weiß gar nicht wie lang, 15 Sekunden ungefähr, 20 Sekunden, dass man kurz sich bewegt. Und man sollte auch, weil dieser Autopilot hat schon den einen oder anderen Bug noch drin, Lenkrad leicht drehen, man sollte schon die Hände nah dran haben. Man hört auch immer wieder von Phantombremsungen und so weiter und so fort. Alles nichts in der Masse der Fälle lebensgefährliches oder wirklich großgefährliches, aber dennoch Hände in der Nähe, darum hier immer Lenkrad leicht. Und auch der Spurwechsel ist überhaupt kein Problem und sehr intuitiv, finde ich, gelöst. Er zeigt euch das an, wenn es eine Möglichkeit gibt. Ihr blinkt rechts zum Beispiel, Lenkrad leicht drehen. Jetzt. Man muss es noch leicht drehen in Deutschland. In 2 Kilometern. Er hört auf zu blinken und behält die Spur bei und hält jetzt vorne das weiße Fahrzeug. Er hält jetzt den Abstand auch nach vorne. Wie ein, ja, ihr kennt das vielleicht, ein adaptiver Tempomat. Sehr gewöhnungsbedürftig, aber echt nur am ersten Tag. Ich hatte das gestern Abend. Jetzt komme ich damit schon komplett aus, ist das sogenannte One-Pedal-Driving bei Elektroautos. Das heißt, ihr braucht eigentlich nur noch euren Gasfuß, denn der Tesla bremst selber nicht aktiv, sondern durch die Rekupation. Also das heißt, seht ihr hier ist jetzt grün, da lädt er. Wenn ich in dem schwarzen Bereich bin, saugt er Strom vom Akku. Und er rekupiert also in diesen Phasen, wenn es zum Beispiel bergab geht oder im Stop-and-Go-Verkehr, wenn runtergebremst wird, rekupiert er und lädt somit den Akku wieder, was eine tolle Reichweite natürlich ergibt. Und ihr schont die Bremsen, wobei Bremsen schonen, man sollte schon immer wieder, man kann das einstellen, dass man keine Rekupation hat oder weniger und dann eben so fährt, wie man es vom Verbrenner kennt, also mit Bremse und Gas, dass man hin und wieder seine Bremsen auch ein bisschen fordert. Sonst, wenn die gar nicht gefordert werden, die verrosten oder die rosten natürlich deutlich schneller und das sollte man machen. Aber dieses Rekupation und dieses One-Pedal-Driving ist wirklich, ja, am Anfang ungewohnt und dann unheimlich komfortabel. Eine tolle Sache. Ich liebe das, diese Technik. Hervorragend. Macht richtig Spaß. Und auch jetzt hier Innenraum 99 km/h, eben 110. Das ist nicht besonders laut. Die neuen Modelle Facelift 2021 haben schon eine Doppelverglasung vorne. Man sagt, 2022 soll vielleicht auch hinten eine Doppelverglasung kommen. Warten wir mal ab. Aber vom Sound her wunderbar. Und es ist halt auch echt ein Spaßmobil. Also auf der Landstraße, Fahrwerk ist straff, aber nicht hart, so dass ich sage, ja, da tut ja das Kreuz weh. Toll sportlich abgestimmt. Und ja, in den Kurven geht er wirklich gut. Natürlich ist das kein Fahrwerk eines GT3, keine Frage. Aber für so ein schnelles, sportliches Familienautochen ist das wirklich sehr gut abgestimmt. Guter Kompromiss aus Komfort und Sportlichkeit. Gucken wir uns mal ganz kurz hier dieses System an und das ist es das, wo man sagt, ja, Elektroauto, ist das nicht alles zu kompliziert? Hier im Tesla völliger Quatsch. Ihr habt hier unten das Fahrzeugsymbol, da tippt ihr rauf und dann habt ihr hier euer Menü. Also alles mehr oder weniger selbst erklären. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Handschuhfach drücke, zack, das zeige ich euch nochmal hier mit der Kamera. Einmal auf Handschuhfach drücken und es geht auf und ist auch entsprechend abschließbar. Dann könnt ihr hier die Spiegel einklappen.
den Wächtermodus einschalten, wo also alle Kameras rund ums Auto das Auto überwachen und sobald sich jemand nähert, wird das aufgezeichnet auf einen USB-Stick im Handschuhfach. Ihr könnt zum Beispiel hier die Lenkung einstellen, dann geht das hier rechts oder links. Dann im nächsten Bereich Pedale und Lenkung. Was ich so witzig finde, also so diese, ja, die Nomenklatur. Beschleunigung heißt bei jedem anderen Auto wahrscheinlich normaler Modus, Sportmodus, Standard. Hier ist es lässig. Ja? Hier habt ihr den Lenkmodus, Standard, Sport. Ich finde Sport ganz gut. Und dann gibt es hier genau diese Rekupation beim Bremssystem, die man einschalten kann. Autopilot, die einzelnen Einstellungen. Hier ist der große drin. Verriegelung, also Kopplung, entweder mit einem FOB, das heißt mit einem extra Schlüssel, den ihr euch für 160 € kaufen könnt, oder eben mit der Keykarte, oder eben mit der Karte, mit dieser hier. Ja, damit kann man das Ganze auch machen. Dann gibt es Beleuchtungsparameter, Ambientebeleuchtung. Das Display könnt ihr hell oder dunkel einstellen, also Tag- oder Nachtmodus bzw. automatisch. Die Navigation, Sicherheit, auch hier SOS-Notrufsystem gibt es, Service und das tolle Software. Ihr könnt also im Prinzip entweder über einen Hotspot oder eben über eine WLAN-Verbindung eure Softwareversion jederzeit updaten. Und das Tolle ist, es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Beispielsweise im vergangenen Jahr gab es die Sitzheizung für hinten oder die Lenkradheizung. Die konnte man dann, höre und staune, per In-App-Kauf nachrüsten für, ich glaube, 300 €. So ist euer Tesla Modell 3 dann immer, ja, up to date. Dann gibt es hier unten, das ist mit dem Software-Update 2021/22 neu gemacht worden. Dann habt ihr hier eure Klimasteuerung und ihr seht hier in der Animation die Luftströme. Und da es hier im Auto halt keine mechanischen Verstellmöglichkeiten gibt, macht ihr das einfach per Touch. So geht der Luftstrom nach unten, nach oben, nach links, nach rechts. Wirklich spooky und leicht zu bedienen. Alles über das Display sagen einige natürlich, ist ein bisschen doof. Man muss immer durch die Menüs gehen. Zum Beispiel beim Scheibenwischer gibt es aber hier einmal auf den Scheibenwischer drücken und dann habe ich hier unten die Einstellung automatisch drauf. Also das ist überhaupt nicht kompliziert. Dann habt ihr hier unten Kino, Netflix, YouTube, Twitch oder eure Energieeinstellungen. Wie viel seid ihr gefahren? Aktuell, durchschnittlich, wo sind die Verbräuche? Dann Spotify, ein Browser, die Dashcam, wo ihr im Prinzip alle 3 Kameras bzw. die Dashcam-Kamera, wenn irgendwie ein Unfall war, das ist dann auf USB-Stick gespeichert. Hier könnt ihr alle 3 Kameras, Rückfahrkamera, links und rechts quasi Außenspiegel, euch anschauen und könnt die dann wählen, je nachdem, welche es ist. Dann habt ihr hier einen Bereich Mitteilung, Kalender, Radio, natürlich DAB oder Tunen. Dann habt ihr hier unten die Spielekiste. Und da gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Das ist wirklich natürlich total unnütz, aber es macht irgendwie Spaß. Dann gibt es sowas wie die Boombox. Da kann ich nach draußen, wenn ich parke, irgendwelche Signale geben oder ein Megafon machen. Emissionen. Furz on Demand. Linkes Daumenrad drücken. Naja, das muss man mögen. Oder Furzen beim Blinken. Okay, Freunde, ihr habt völlig recht. Braucht kein Mensch, ist aber trotzdem lustig. Ansonsten Klimaeinstellungen habt ihr die Sitzheizung rechts und links, aber ihr habt auch hinten eine Sitzheizung. Ihr habt hier einen Bereich für die Lenkradheizung und was ich ganz toll finde, ihr könnt auf Hund gehen. Hundemodus aktiviert. Klimaanlage und Bildschirm bleiben nach dem Aussteigen an. Einbruchssensoren und Wächtermodus wird deaktiviert. Für Haustiere, Kinder nie unbeaufsichtigt lassen. Heißt aber, wenn es irgendwann mal draußen 35 Grad ist, ihr müsst schnell einkaufen gehen, könnt ihr euren Hund im Auto lassen. Das Tolle ist, auf dem Display wird dann angezeigt, die Innentemperatur und dass ein Hund im Auto ist. Auch eine kleine Sache, aber eine tolle Idee.
oder der Camp-Modus. Im Camp-Modus, Fahrzeug bleibt eingeschaltet, bis Batterieladestand auf 20% fällt. Wächtermodus, Alarm sowie Verschluss nach Entfernen werden deaktiviert. Heißt, ihr wollt in eurem Auto, in eurem Model 3 übernachten, stellt euch ein Klima an und es bleibt entweder kalt oder warm. Also ihr seht unheimlich viel, was man hier oder womit man hier spielen kann. Aber genaueres mache ich dann, wenn ich mein Model 3 Performance bekomme. Dann erkläre ich euch das alles noch mal ein bisschen genauer, wenn ihr denn wollt. Beantworte ich mal meine Eingangsfrage, als ich mir das Model 3 Long Range abgeholt habe zur Probefahrt. Ist so ein Elektroauto nur was für studierte Elektroingenieure? Muss man sich dort stundenlang in Handbüchern wälzen? Ist das Laden alles kompliziert und sind wir noch lange nicht so weit, dass Elektromobilität, sage ich mal, was für jedermann ist? Klare Antwort, es ist super simpel. Selbst wer sich gar nicht mit der ganzen Technik auseinandersetzen will, der steigt ein, nimmt hier, wo ist sie? Die kleine Karte, hält sie ran, am Lenkhebel auf D und man fährt. Laden habe ich euch gezeigt an 2 Ladesäulen, auch absolut simpel und einfach, zumindest an den Superchargern von Tesla. Bei anderen Ladestationen und anderen Ladeanbietern braucht ihr dann entsprechende Apps oder Accounts, Ladekarten und so weiter und so fort. Aber auch das, es ist alles unkompliziert und mit der Reichweite eines Model 3s, und ich meine jetzt nicht die, die Tesla offiziell angibt, das sind ja Fantasiewerte, aber kommt man wunderbar auch die Langstrecke entlang, 20 Minuten Laden am Schnelllader und da sind wieder massig Kilometer drin. Also der Vorteil zum Benziner ist da einfach nicht gegeben. Und besonders charmant neben den Fahrwerten der ganzen Ausstattung ist natürlich auch das Finanzielle. Wenn ihr beispielsweise das Ganze als Dienstwagen anmeldet, habt ihr nicht mehr die 1%-Regel, sondern entweder die 0,5-Regel, wenn das Fahrzeug über 60.000 Euro, glaube ich, kostet, oder 0,25%. Dann seid ihr über viele Jahre von der Steuer befreit. Und ja, so ein Ladevorgang, wie ich ihn jetzt gestern hatte, 19 Euro. Also auch die Kosten natürlich, selbst bei steigenden Strompreisen, sind im Vergleich zum Verbrenner deutlich reduziert. Ich bedanke mich, dass ihr bei diesem, sage ich mal, etwas Bike for Fun atypischen Video dabei wart bis jetzt und ja, wünsche euch eine gute Zeit. Grüße aus der Hauptstadt.